Wir machen uns weiter auf den Weg, nachdem Christoph mit mir keine Runde fliegen wollte und auch keine Runde Boot fahren wollte, machen wir uns jetzt weiter auf den Weg in Richtung Fabrik. Und da haben wir gerade, oder ist uns gerade eingefallen, dass wir ja den Friends-Laden noch nie gefilmt haben. Ich habe jetzt kurz mein Mikrofon auch eingeschaltet. Das hat bitte einen Grund, dass ich dort nicht mitgeflogen bin. Das sind lauter kleine Kinder und ich hätte mich lächerlich gemacht. Aber gut, wenn ihr das sehen wollt, dann fliege ich nächstes Mal halt eine Runde. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn dem so sein sollte. Ja. Ja. Wohin gehen wir jetzt also? In den Friends Shop? Genau. Und da werden wir mal schauen, was es dort alles gibt, denn da waren wir, glaube ich, noch nie drinnen. Der war jetzt oftmals geschlossen, aber ich glaube, ja, heute ist er offen, also da schauen wir einfach mal durch. Genau so ist es, meine Lieben. Ich sehe ihn schon und er ist geöffnet. Heute auch an der Fahrschule nicht besonders viel Betrieb oder ist gerade Pause? Und sehr viele Slushies gibt es. Wir sind zwar keine Slushie-Fans, aber sehr viele Sorten. Ich glaube, da hat man dann noch mehr Durst als vorher, wenn man so einen trinkt. Wir sind bei Wasser. Bei unserem Zum Mittag apokalyptischen eine Wasser. Spezi und jetzt nur mehr Wasser und Kaffee. Benzin. Das ist unser Benzin. Richtig. Sonst ernähren wir uns von Liebe zu Legosteinen. Sicher. Ein kleiner Abstecher natürlich auch hier in den Friends Shop, wo wir noch nie in unserem Leben drinnen waren. Ja. Das war was für die Schmeili. Legoland exklusive Sets und Kleidung. Jede Menge Zeugs auch, was gar nichts mit Lego zu tun hat, wie es mir scheint. Das Strandhaus haben wir ja auch noch. Das ist auch eine coole Idee. Schau, die Teile hätten wir auch. Rita zeigt auf ein Set, das sie von mir zum Geburtstag bekommen hat, aber noch gar nicht angeschaut. Noch nicht angeschaut schon, aber nicht aufgebaut. Und mir ist gerade aufgefallen, dass das eigentlich ganz cool gemacht ist, diese Drinks. Und da hätten wir einige Teile dafür. Ja, richtig. Die sind immer als Ersatzteil dabei, jetzt bei vielen Sets. Und hier gibt es übrigens die Figuren, die manche von euch schon misslich gesucht haben, die es mal in der Fabrik gab. Die sind jetzt hier ausgelagert in den Friends Shop. Also wenn ihr Friends-Figuren braucht, dann seid ihr hier ganz richtig. Ja. Ich finde das Akkordeon ja auch super. Wäre auch relativ leicht zu bauen, aber das bedruckte Teil natürlich schwierig. Ich glaube bedruckt, oder? Wie oft habt ihr uns schon darauf hingewiesen, dass wir endlich mal mit dem hier fahren sollen, mit den Power Builders? Ich schaue zuerst mal auf die Zuschauerplattform und dann überlegen wir. Ich werde versuchen, Rita zu überreden. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Power Builders was für euch sind, dann könnt ihr auch hier ganz entspannt mal von der Aussichtsplattform zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich Rita da reinbekomme. Am besten gefällt mir aber eigentlich der Typ dort oben, der mich an die späten 90er erinnert. Bionicle, eine Serie, die leider schon lange nicht mehr bei Lego im Programm ist. Und ja, die andere Seite dieses Fahrgeschäfts sieht man, wenn man mit dem Legoland Express unterwegs ist. Dort fahren wir aber heute nicht, weil da extrem viele Leute anstehen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch kurz mal hier mit her und wir schauen uns das Fahrvergnügen an. Es sieht so aus, als wäre die Fahrt so und so schon wieder vorbei. Man kann die Stufen zwischen 1 und 5 einstellen und dann je nach Belieben die Intensität wählen. Ja, mal sehen. Anstatt durchs Miniland zu gehen, fahren wir heute mit dem Zug. Ihr seht, Rita ist begeistert. Wir genießen die Aussicht hier aufs Miniland. Wir sind schon lange nicht mehr mit dem Zug gefahren, weil immer hier so viele Leute warten. Jetzt war die Warteschlange etwas besser. 2 Züge durchfahren lassen.
Hey, hier links könnt ihr eure Reise durch den Lego Extreme Bereich starten. Direkt neben der faszinierenden Unterwasserwelt von Legoland Atlantis bei Sealife geht's in die andere Welt Lego Ninjago World. In der Fahrattraktion Let's in Spinne könnt ihr auf Knopfdruck coole 360-Grad-Luftrollen machen. Beim 4D-Fahrspaß Lego Ninjago The Ride kämpft ihr dann mit Lichtblitzen, Feuerbällen und Eisfontänen Seite an Seite mit eurem Ninjago. You can start your journey through the Lego Extreme area, right next to the fascinating underwater world of Legoland Atlantis by Sealife. You can access the adventure area Lego Ninjago World. The Ride, Lloyd Spinjitzu Spin. Es war in einem fernen Land, wo es sehr, sehr heiß war. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, mit dem Feuerdrachen zu fahren, in der Hoffnung, dass wir abgekühlt werden. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Rita hat schon wieder einen Freund gefunden, man kennt sie. Wartezeit übrigens bei dieser Attraktion laut der Anzeige 21 Minuten und wir warten jetzt, Moment, nicht mal 10 Minuten, sind aber wahrscheinlich schon im nächsten oder übernächsten Zug dann mit dabei. Rita, willst du noch was sagen? Lasst uns kurz allein. Sicher nicht. So sieht es übrigens aus, wenn Rita hier im Feuerdrachen Platz genommen hat und ich stehe vor verschlossenen Türen und muss mit dem nächsten Zug fahren. Wieder mal der Klassiker natürlich. Wir lassen sie jetzt mal fahren und hoffen, dass sie den Drachen bezwingen können. Der Drache ist bezwungen, aber es war nicht einfach. Das Einzige, was super war, ist, dass sogar 2 Wegen gegen ihn gekämpft haben. Das bedeutet, ich dachte, Christoph filmt mich wieder, wenn ich wieder hineinkomme in die Station und auf einmal war Christoph weg. Ich dachte schon, der Drache hätte ihn gefressen, aber nein, er ist mit einem anderen Wagen gefahren. Bedeutet natürlich auch, dass die Wartezeit sich dementsprechend verkürzt. So, ich muss jetzt zu einem Spiegel und meine Frisur wieder richten. So, Rita hat sich wieder ein wenig erholt. Ich habe mich wieder ein bisschen gestylt. Es ist jetzt übrigens 4:30 und das, was wir am Legoland lieben, ist, dass es auch an eher geschäftigeren Tagen wie heute gegen Abend immer etwas ruhiger wird. Die Wartezeiten gehen runter. Wir haben jetzt nicht mehr als 10 Minuten beim großen Drachenrennen gewartet. Auch diese kleinere Drachenbahn, die heute Morgen noch fast eine Stunde Wartezeit hatte, ist jetzt bei 15 Minuten. Ja. Und auch die anderen Bereiche werden immer ruhiger und die Lage entspannt sich. Ich weiß nicht, ist es, weil viele Leute schon zu Hause sind, zu Hause im Bett und müde oder in der wunderbaren Ritterburg sind, im Piratenhotel. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt die Parade durch die Lego City auf der anderen Seite des Parks zieht, was bedeutet, dass wahrscheinlich viele Leute auch dort jetzt gerade sind und sich das Geschehen und das Treiben dort ansehen. Und was machen wir stattdessen? Wir gehen in Richtung Piraten, denn ich möchte noch ein bisschen Abkühlung. Übrigens eigentlich auch keine blöde Idee. Diese Goldschürfstation, da ist ja auch Wasser. Da könnte man sich auch abkühlen. Zwischendrin einfach mal den Kopf ins Wasser rein. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht mit den Händen ein bisschen abkühlen ist doch auch nicht so schlecht. Ganz richtig. Und ja, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, ich habe es jetzt vergessen. Auf jeden Fall genießen wir hier unseren Tag im Legoland. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr es genauso nett habt, wenn ihr mal hierher kommt. Hier kann es nur nett sein. Mischievous, oder wie das ist. Es ist einfach zu lustig. Ach ja. Ihr habt die große Ehre, Rita zu am Rande. beobachten, wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter, sie sitzen übrigens auf der linken Seite dieses Bootes, wie sie jetzt gleich wahrscheinlich von einem Fremden... Ja. Ich glaube, es geht schon los.
Ja. Und das Coole ist, ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt besser hört oder Ich sie. hoffe, wenn sie wieder sagt. Sie hat auch ein Mikrofon umgehängt, das hoffentlich im Wasser standhält. Und dadurch, dass dieses Wireless-Mikrofon 100 Meter Reichweite hat, jedenfalls laut Anleitung, können wir sie belauschen auf ihrer Fahrt in den Piratenpark. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rüber, weil wir da noch die ein oder andere Aufnahme machen können. Hier kommen die Damen wieder. Zwar auf der zu uns abgewandten Seite. Wir benötigen die Trockenstation. Ich bereue es, dass ich hier nicht mitgefahren bin. Ich habe mir gedacht, für euch natürlich zum Glück auch zu bei diesem. Dokumentationszwecken Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. nehmen wir das mit und probieren da gleich mal die Reichweite der Kamera aus. Wunderbar. Wir haben schon gedacht, wieso die Leute so aus. Also es gibt hier ein paar motivierte Leute im Legoland, die statt dass sie ins Gym gehen, hier ihre Oberarmmuskulatur und wahrscheinlich Ganzkörper trainieren. Ja. Ich höre nicht, was Rita sagt, aber sie lacht. Und das ist schlecht, weil sie lacht, weil sie nicht bei mir ist. Wahrscheinlich reden wir die meiste Zeit zur selben Zeit und ihr versteht gar nichts, aber das macht nichts. Wir haben wenigstens mal die Reichweite der Mikrofone getestet. Wir haben einen mitleidigen Blick vom Legoland-Mitarbeiter bekommen, also wollen wir nicht wissen, wie wir jetzt gerade aussehen. Und die Hamstermaus ist nass, die Hamstermaus ist nass. Ich habe zuerst schon gesagt, ich hoffe, dass die Mikrofone keinen Schaden nehmen hier bei dieser Aktion. Wir werden dich jetzt mal umziehen. Aber du wolltest, weil es heute sehr heiß ist, wolltest du damit fahren. Richtig. Und deswegen bist du selbst schuld. Und ich war intelligent genug, hier fern zu bleiben. Ich möchte nur sagen, die Wasserrutsche vorn ist dagegen Pipifax. Ja. Also, das ist wenn wahr. Ihr durch und durch nass werden wollt und wirklich durch und durch. Hoch die Tassen, lasst uns anstoßen auf reiche Beute. Kein Wunder, wie die Piraten hier drauf sind. Dann gehen wir mal nach vorne. Aber es hat heute, ja, gut über 30 Grad hier, in der Sonne wahrscheinlich sogar noch ein wenig wärmer und da wird das Gewand bestimmt gleich wieder trocken, wenn Rita wieder verkühlt ist und krank ist. Dann wisst ihr warum. Ist es nicht meine Schuld, ich werde dich nicht pflegen, weil ich habe dir davon abgeraten. Übrigens habe ich beim Hergehen hier in diesen hinteren Bereich von den Piraten bemerkt, dass hier dieses Wasserbombenschloss oder diese Festung hier abgerissen wurde. Wenn ihr euch erinnern könnt, die war jetzt in den letzten Jahren, muss man eigentlich sagen, sowieso meistens geschlossen. Das war so eine Art Abenteuerspielplatz, wo keiner so richtig wusste, was das genau ist. Jetzt haben sie hier eine Piratenlounge aufgemacht mit jede Menge coole Bänke und, ja, und auch hier geradeaus sitzen die Leute im Gras. Also man kann auch an heißen Tagen wie diesen hier hier ein wenig chillen und die Seele baumeln lassen hier im Legoland Günzburg. Ein Traum. Was wir auch total cool finden, ist, dass jeder hier im Legoland seine Berufung zu finden scheint. Dieser junge Mann hier mit dem roten Shirt ist jetzt hier gefühlt schon eine Stunde an dieser Kanone und er wird nicht müde, die Leute, die hier vorbeifahren, nass zu spritzen. Nicht nur das, er fragt sie sogar zuerst, ob es ihnen genehm ist, dass sie nass werden. Also er ist sogar so fair, dass er sagt, wollt ihr das? Und zusätzlich delegiert er auch noch die ganzen Kiddies, die dort drüben mit ihm auf der Plattform stehen und alle Leute, die dort drüben auf der anderen Plattform an den Kanonen sind. Das heißt, er ist unser Held heute, auch wenn er Rita ziemlich nass gemacht hat und eigentlich ja, sie zu einem Wet-T-Shirt-Contest gezwungen hat. Super Kerl. Wir sitzen jetzt hier unter diesen Pavillons und entspannen uns ein bisschen. Ritas Mikrofon hat noch immer einen nassen Popschutz. Ich hoffe, ihr könnt sie hören, weil es jetzt ein bisschen windig ist.
Sie ist auch noch immer klitschnass von der Bootsfahrt und wir haben uns jetzt entschieden, mal eine kurze Pause zu machen. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit unserem Besuch hier heute. Wir haben sehr viel gesehen, sind sehr viel gefahren und der Tag ist noch nicht vorbei. Das Legoland ist jetzt auch immer bis 19 Uhr geöffnet. Das heißt, man hat jetzt im Sommer eine Stunde länger Zeit hier und wir werden jetzt kurz mal ein bisschen Energie tanken. Ihr seht, Rita trinkt ein, was ist das? Ich hätte mich jetzt fast angeschüttet damit. So ein Smoothie. Ja, der übrigens nicht von hier ist, sondern von zu Hause. Was ist dein Vorfazit des heutigen Tages? Vorfazit ist, dass es hier hinten bei den Piraten sehr gemütlich ist. Es sind auch viele Käfer hier unterwegs, aber die sind okay. Aber sehr gemütlich und überhaupt ein sehr gemütlicher Tag. Genau, ich sehe es genauso. Und wir können ja trotzdem noch mit der ein oder anderen Bahn fahren. Wir können ja trotzdem noch in das ein oder andere Geschäft rein. Ja. Jetzt mal kurz ein bisschen Chill-Out-Phase und dann geht es aber, denke ich, gleich mal wieder weiter. Ich habe gerade nachgeschaut, es hat offizielle Temperatur, jedenfalls laut meinem Handy, 32 Grad. Das ist in der Sonne schon sehr heiß heute. Wir können auch jetzt noch gar nicht nach Hause fahren, weil meine Klimaanlage nicht besonders gut geht. Wir müssen leider noch ein bisschen im Legoland bleiben. Beim Auto wird gespart, beim Lego nicht. Aber kein Problem, Rita ist eh gerne hier und schwitzt auch gerne. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf jeden Fall. Wir flanieren noch mal ein bisschen durchs Miniland. Sehr leer hier, jetzt speziell bei dieser Hitze, was verständlich ist, denn niemand will sich hier in die pralle Sonne rausbegeben. Aber wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, hier wieder ein bisschen Inspiration für unsere Lego-Anlage zu tanken. Ja, außerdem bin ich noch immer klitschnass. Ja. Das heißt, Sonne, kein Problem. Christoph hatte die Idee, ich wollte mich ja eigentlich in so einen Trockner hineinstellen, damit ich ein bisschen trockener dann werde für die Autofahrt. Und Christoph hatte gemeint, ach, richtige Legoland-Geher machen das anders. Sie fahren mit der Drachenachterbahn und werden dann quasi trocken geföhnt. Drachenachterbahn, die große, hat jetzt 20 Minuten Wartezeit, jedenfalls laut App. Wir werden für euch natürlich rausfinden, ob das wahr ist. Heute haben wir dort aber nur die Hälfte der Zeit gewartet, als beim Display stand. Ja. Deswegen machen wir dort jetzt eine Trockenfahrt für Rita. Schauen wir mal, ob sie dann wieder ein wenig salonfähiger ist, möchte ich mal so sagen. Und ihr müsst auch wissen, das Legoland hat zwar heute bis 19 Uhr offen, wie wir schon gesagt haben, aber die meisten Fahrgeschäfte schließen um 18 Uhr. Genau. Das heißt also, es ist jetzt kurz vor 6, glaube ich schon. 20 vor 6, also haben wir nicht mehr allzu viel Zeit hier. Die letzte Chance für uns, heute nochmal mit einer Achterbahn zu fahren wahrscheinlich. Ich bin aufgeregt. Vielleicht fahren wir dieses Mal mit dem gleichen Wagen. Das wäre nett, ja. Ritas Mutter ist nicht dabei, die erholt sich dort noch hinten bei den Piraten. Sehr entspannend und wirklich nicht wahnsinnig viele Leute dort gewesen. Ich meine, jetzt hauen wir natürlich den Tipp raus, wer weiß, was dann das nächste Mal dort los ist. Aber sehr empfehlenswert. Ja, und ich bin auch in der Hoffnung, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, weil ihr das Close-Up von Rita bewundert. Es gehen uns weit mehr Leute entgegen. Wir sind ja jetzt noch mal unterwegs in den ganz hinteren Bereich des Parks zu den Rittern. Genau. Und es kommen uns viel mehr Leute entgegen, als in unsere Richtung gehen. Also wir hoffen, dass die meisten schon, speziell die mit kleineren Kindern, vielleicht abends nach Hause gehen sind. Und wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und fahren noch mal mit dem alten Drachen, unserem Freund. Bis gleich. Laut Display, 14 Minuten. Wenn ihr lesen könnt, 14 Minuten Wartezeit. Sieht ganz gut aus. Also nichts wie rein hier. Und das wird wahrscheinlich die letzte Fahrt des heutigen Tages. Also müssen wir die nochmal feiern. Aber es kann schon mal sein im Sommer, wenn hier wirklich viel los ist, dass man hier auch schon steht. Und dann wartet man hier schnell mal eine Stunde oder mehr. Da zahlt sich dann vielleicht auch der Expresspass aus, der aber in der größten Stufe, glaube ich, 90 € pro Person kostet. Dankeschön. Dankeschön. Dafür könnt ihr dann bei allen Fahrten direkt nach vorne gehen. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja.
Hier sind wir das letzte Mal so weit nach vorne gegangen, als das Wetter noch sehr, sehr kalt war und wir hier mit Winterjacke fast bei Minusgraden uns angestanden haben. Einmal war die Bahn komplett zu, weil es zu kalt war und einmal war es ja auch sehr kalt, nicht wie heute. Ach ja, die Drachenachterbahn, eine wunderschöne Hochschaubahn, die uns einfach immer gefällt. Und der alte Drache ist natürlich wieder bezwungen worden. Rita hat kurz einen Prozess gemacht. Und wir schauen jetzt noch schnell rüber zu dieser anderen, kleineren Drachenbahn. Genau. Hier steht 16 Minuten Wartezeit. Wir klappern alles ab. Vielleicht geht sich das gerade noch aus, macht auch um 18 Uhr zu. Jetzt ist es 5 vor 6. Aber ich denke, vielleicht, wenn man jetzt reingeht, dass man noch schnell drankommt. Vielleicht sind wir ja die Letzten, die heute noch mitfahren dürfen. Ich bin gespannt. Und hier seht ihr Rita jetzt, wie sie das mit den Wartebereichen handelt. Bist doof. Genauso macht man das. Viele Leute gehen nämlich immer unten durch, dürfen sie natürlich, aber die drängen sich dann oft vor. Niemals, denn das darf man. Ein Traum. Auch der zweite Drache wurde von Rita bezwungen. Er ist jetzt eingesperrt und wir genießen jetzt nochmal einen letzten Walk hier durchs Legoland, speziell gegen Abend hin, wenn es ruhig wird, gehen wir total gerne nochmal eine Runde durch den Park. Ich glaube, das haben wir heute schon ein paar Mal gesagt. Sehr idyllisch, außer hier im Duploland, da geht es noch voll ab. Ja. Also es gibt noch immer ein paar Kiddies, die nicht müde sind, wo noch ein wenig was getan werden muss, dass die heute zufrieden und K.O. ins Bett fallen. Ich bin definitiv schon müde. Ja, mit Rita wird es jetzt dann bald so weit, dass sie reif fürs Bett ist. Wir haben aber noch 300 Kilometer zum Heimfahren. Ja, aber sie kann ja im Auto schlafen. Danke auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart heute bei diesem Vlog. Es kommt auf jeden Fall auch noch ein Haul-Video, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, wo wir euch zeigen, was wir heute so eingekauft haben. Ich muss jetzt nur schnell schauen, wo wir hin müssen. In diese Richtung. Ja. Hat uns wieder total Spaß gemacht. Wir hatten sehr gute Unterhaltungen mit euch. Danke, dass ihr uns angesprochen habt. Jetzt sind wir dann zu Hause schon gespannt, wie sich der Ton so schlägt und wie das mit den neuen Mikros so funktioniert hat heute. Also bitte um Rückmeldung zu den Mikrofonen. Wir haben es zwar schon gesagt, aber nochmal als Erinnerung. Sollen wir die behalten oder nicht? Das hat manchmal mit den, also dass sie sich nicht gut verbunden haben, manchmal, das hat uns ein bisschen gestört, aber wenn die Tonqualität passt, dann behalten wir sie vielleicht. Das Coole ist, die könnten wir natürlich auch für unsere Lego-Stadt dann verwenden. Stimmt. Teilweise ist es so, ich denke da an Streams, die kann man nämlich sogar am Computer anstecken und als Computermikrofone verwenden. Ich denke da an Livestreams, wo man zum Beispiel ganz am anderen Ende der Platte baut und dann trotzdem sprechen kann und ihr hört uns. Oder natürlich für weitere Legoland-Vlogs. Wir werden demnächst sicher wieder mal hier sein. Wir haben schon gesprochen von einem Campingurlaub, den wir hier machen werden. Also sind schöne Zeiten vor uns. Schreibt uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn auch ihr ins Legoland fahren werdet oder vielleicht schon wart, was eure Eindrücke waren, wie es euch so gefallen hat. Wir sind natürlich auch gespannt, was eure Lieblingsattraktion hier ist im Park. Rita habe ich leider nicht dazu überreden können, dass sie mit mir auf diesen Powerbuilder Bionicle irgendwas geht. Ich traue mich noch immer nicht. Aber vielleicht schreibt einfach ganz viele Kommentare, dass sie keine andere Wahl mehr hat. Sie macht ja meistens das, was ihr wollt und nicht das, was ich will. Das stimmt. Also von dem her. Ja. Wir gehen jetzt noch eine Runde in Richtung Ausgang. Rita schaut vielleicht noch kurz in diese Boutique. Dort haben sie aber, glaube ich, soweit ich gesehen habe, nicht viel Neues. Wenn doch, melden wir uns. Und wenn wir das Auto nicht finden oder irgendwelche anderen Komplikationen auftreten, dann auch. Also hoffentlich ist das letzte Mal, dass wir euch heute hier beehren. Nochmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Hier fährt nochmal das Boot runter. Die Leute wollen noch zum Heimfahren noch mal ein bisschen nass gespritzt werden. Ich verstehe. Aber um Punkt 6 machen fast alle Attraktionen zu, also eine Stunde vor Parkschluss. Genau. Ja, Rita, ich bin müde. Ihr seht, Rita ist müde.
habe mein Bestes gegeben heute bei den Drachen. Ja, du bist gut gefahren, du hast gut Drachen bezwungen, du hast gut eingekauft, gut Pizza gegessen, gut Kaffee getrunken. Also wir sind sehr stolz auf dich, Rita. Danke. Und wir hoffen natürlich, dass du uns noch vorführst, was du alles hier gekauft hast heute, und dann sind wir voll und ganz zufrieden. Stein für Stein. Ja. Ach ja, wir sind wieder bei den Piraten. Also lasst euch nicht von den Piraten nass spritzen. Und dann sehen wir uns hoffentlich trocken wieder im Legoland. Richtig. Danke fürs Einschalten und bis demnächst.